Weitergehoppelt. Bei der Heilung einer seltsamen Krankheit und vielleicht dem Geheimnis der Steintafeln, die hier in Eden gefunden werden. Aber für alles weitere müssen wir Windwall fragen, die uns hoffentlich für die Zeichen einer Vergiftung ein wenig helfen kann. Hallo Windwall. Here you are again. What do you want? Also, sie fragt, was ich habe. Naja, ich suche nach einem Gegenmittel für Fidelis. I have come to ask for your help. Lair told me you know about remedies. I do know a few of them. I have learned about plants. I used to want to become a Donegad. One of the researchers came back wounded from the expedition. Apparently he was bitten by a creature of the swamp. And now he has the Llewellyn fever. We have a good knowledge about this affliction. He will die if he does not receive proper treatment. Do you know which antidote should be given to him? Yes. These priests are idiots. They could have asked for our help, but they treat us like children. You are different. And you have allowed my son to join a new clan. So, I will give you the potion to cure the priest. Wait a moment. Make him drink this remedy and he'll get better. Thank you, Windwall. Also sie hat gemeint, dass die Leute sie hier wie ein Kind behandeln, dass ich der Einzige bin, der zu ihr gegangen ist und diese Frage ist, es handelt sich um das levulanische Fieber und das ist auf jeden Fall tödlich. Aber da hat ja keiner gefragt nach dem Gegenmittel. Sie wollte mal Donegad werden und deswegen weiß sie das. Jetzt wüsste ich aber eher gerne, warum sie nicht Donegad geworden ist, weil sie hatte nicht mal das Onomenabi-Zeichen dran. Also, was genau ist passiert? Ja, grüß dich, Windwall. Where am I? You are in Eden. You're safe. Was I unconscious for a long time? The other members of the expedition, they are in danger. The swamp is so hostile. We weren't prepared for it. Some of our people have disappeared. What caused these wounds? A nightmarish creature. The swamp is full of them. A colleague and I had left to fetch some help when we were attacked. I managed to run away, but I don't know what happened to him. As for those who are at the camp, you must go help them. Show me the location of your colleagues on the map. I will join them. There. Please, hurry. Thank you. You should rest now. Ah ja, also war eigentlich relativ einfach. Das ist jetzt weg. Also er hat sich gefragt, wie lange er bewusstlos war, weil seine Kollegen haben Probleme. Der Sumpf ist so feindselig. Ja, irgendwelche seltsamen Kreaturen greifen sie an. Er und ein anderer Kollege waren unterwegs, um Hilfe zu holen. Ich finde es doch geil, dass der nicht mal einen Namen hat. Weißt du, die sind ja sonst alle immer ganz schnell dabei, irgendwie Bruder, Schwester, irgendwas bababab zu haben. Und jetzt immer hat er keinen Namen, die Person. Das ist ja echt seltsam, oder? Hat ihr noch was zu sagen zu dem Thema? Father. I'm glad to see you, my child. Okay, gut. I must leave you. May the enlightened... Das irritiert mich immer ein bisschen, dass die so ein Sprechsymbol über dem Kopf haben. Und dann haben die nichts zu sagen, die Bande. Naja, gut, okay, also der Trank hat auf jeden Fall geholfen. Vor allem hat er auch schnell geholfen, denn, oder? Wir sind natürlich nie auf und haben den Trank quasi in den Kopf gehalten. Und zack, ging es ihm wieder gut. So, wo sollen wir denn eigentlich überhaupt hin? Ist das weit? Ah. Es ist in der Tat weit. Ich muss tatsächlich woanders hinreisen. Das ist ja ein Ding. Ach, jetzt muss ich wieder nach Wedeville. Lager des Sumpfheiligtums. Ach, die sind zu diesem Sumpf gelaufen. Ja, das sind ja ein paar Trottel, die Typen. Ja, aber müsste das Dings, was da das Problem macht, nicht schon lange tot sein? So muss ich jetzt hin. Wie komme ich denn da rechts hin? Das ist doch genau das gleiche Thema, was ich vorhin schon hatte, wo ich nicht so richtig weiß, welchen Weg ich da laufen muss, um da überhaupt hinzukommen. Wo die Typen rumhängen. So, ich muss ja eigentlich nicht mehr Petrus mit mir rumschleppen, oder? Weil seine Quest ist doch jetzt eigentlich erstmal fertig. Wir können auch wieder Siora mitnehmen. Die Gefährten versammeln. Die hätte bestimmt auch eine Idee gehabt, oder? Für das ganze Ding hier. Wie man da rauskommt. Oder nicht. Naja. So, was heißt rauskommen, wenn man ein Bild macht? So, eigentlich theoretisch müsste es... I do not remember there being a path in this place the last time we came. Ich auch nicht! Ich kann mich ja auch nicht erinnern, dass hier letztes Mal ein Weg war. Das ist ja lächerlich. Ach, schön, dass das Spiel das anspricht. Ja, guck mal, das ist der andere Typ. Er hat auch einen göttlichen Ring bei. Na gut, immerhin.
Den hat er aber anscheinend nicht zu großen Erfolg genutzt. So, werde ich jetzt hier von irgendwelchen Sumpfviecher angegriffen? Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass wir so schnell so stark geworden sind. Ne? Selbst der Champion in der Arena war ja echt schwach jetzt eigentlich. Dieser erste Kampf gegen diesen Nadaik, irgendwas, den speerwerfenden Nadaik, den ich gemacht habe, der war noch mit am epischsten. Weil da war ich halt noch ziemlich unterlevelig. Da war das noch irgendwie... hat der zumindest ziemlich viel ausgehalten, hätte mich getushottet. Musste ich tatsächlich noch relativ behende dabei sein. Obwohl der Veteran hat mir eigentlich immer noch sehr viel Schaden gemacht. Ich bin halt bloß nie da gewesen. Ja klar haben die... Did was bring you to the place suggested by the tablets. I had no way of knowing. Really? But I did warn you. You just wanted to have it your way. Someone Uh-huh. so foolish and thoughtless should not be supervising an expedition. How dare you? It looks like we're right on time. If we do not intervene, they are sure to gut each other. How can you call yourself a man of faith when Also sie you haben sich turn zu den your Ort back hingeführt, to wo die the Tafeln word sind, die of hätten es nicht our wissen können. founder? Aber schön, dass sie genug Holz abgehackt haben, diese ganzen Balisaden da zu bauen. I don't allow myself to believe any... Oh, geht's Hey, rein? what's happening here? I could hear you from miles away. Your Excellency, I'm so happy to see you. You arrive right on time to settle this matter. How did you manage to find us in the middle of this swamp? Brother Fidelis managed to reach Eden. He's the one who told us where your camp was. But he didn't leave alone. What happened to Father Orbricus, who was accompanying him? Ah, He must be dead like our other companions. This is all your fault. This is yet more proof that you are not fit to lead such a team. I should be the one in charge. Maybe you should calm down and explain to me what's happening here. This expedition was undertaken with no concern for common sense. We are not equipped to explore this type of place. Our people are disappearing, and all we have found are some falsified writings. Brother Virgil is terrified, which probably explains why he is being so disingenuous. We have made incredible discoveries, and we could find more. You are beyond redemption. I won't waste another second talking to you. If you want to talk to me, Your Excellency, it will have to be without her. How charming. ah ja. Also, ja, also er meinte halt, für diese Expedition nicht ausgerüstet, die begehen hier unnötige Risiken und irgendwie verschwinden die Mitglieder ihrer Expedition Stück für Stück. Und das sieht sehr witzig aus, wie die da am Rumbeten sind, ne? Und er da fegt den Boden. Das bringt bestimmt auch richtig viel. Naja, auf jeden Fall meinte sie hat großartige Entdeckungen gemacht und der andere Typ meinte, sie sollten hier dringend abkehren. Dann reden wir erstmal mit ihr und danach mit dem anderen Typen. Your Excellency, I hope you will forgive us for that scene. My relations with Virgil have always been difficult, but ever since we arrived here, it has been unbearable. I'm afraid we may need an arbiter. Before anything else, I need to know what led to this situation between you. What would you like to know? Ah ja, also sie meinte, sie hatte schon immer so ein bisschen Probleme mit Olle Vigil, aber jetzt ist es irgendwie schlimmer geworden. Und wir haben gefragt, was eigentlich überhaupt zu dieser Situation geführt hat. Die Gründe für den Streit? Nö, ich kann nicht For einzeln. what reason were you quarreling? The expedition itself, I'm afraid. Virgil was always against it, especially under my supervision. For him, our discoveries in Eden were sufficient. They confirmed what he wanted. The rest did not matter. According to him, we should never have continued. And when we found new tablets, it became even worse. Were they also written by Saint Matthias? Without a doubt, the handwriting is the same. Die Handschrift. There are also some patterns, some islander symbols. It's fascinating. But what really angers Virgil is the content we managed to decipher. Our founder explains that he learned a lot from the islanders. Something our brother cannot accept. He now persists in saying that these tablets are fake, forged by the natives themselves. Also, das ist wieder die gleiche Geschichte wie am Anfang, die wir mit diesen anderen Gelehrten da hatten, die da alte Übersetzungen übersetzt haben, der Originalhandschrift. Also anscheinend basiert der gesamte Glaube des Lichts da irgendwie auf eine kleine Lüge. Und die haben neue Tafeln gefunden und diese auch übrigens eine Handschrift auf Steintafeln, die davon berichten, dass Olle San Mateos hat anscheinend viel von den Lehren der Eingeborenen gelernt. Ja, und das findet Olle Vigil nicht so geil und der sagt, das sind Fälschungen. Ja, die fehlende Mitglieder der Expedition. Brother Fidelis told me that several members of the expedition have disappeared. Yes, that's why he left along with Father Orbricus to fetch some help. 3 more of our colleagues are missing. And I'm not even talking about the ones who fell ill.
I must admit that I underestimated the hardships we would encounter. I made a mistake. I should have prepared this expedition more thoroughly. But Virgil's being disingenuous does not help. And no one has searched for those who are missing. I wanted us to search for them, but someone later convinced me that it presented too much of a risk. Along with lack of preparation, our constantly decreasing number, and creatures swarming the area. And by someone, I suppose you mean Brother Virgil. Indeed. I'm thankful for these pieces of information, but you understand that I will also have to talk to Brother Virgil. Of course, that's understandable. You must hear us both before you can make a decision. Ja, also sie haben versucht, die Vermissten zu suchen, dessen haben sie ja auch die Hilfe gerufen, aber jemand hat sie überzeugt, nicht nach den Vermissten zu rufen, weil es zu gefährlich ist und sie eine größere Expedition für sowas bräuchten. Und das war natürlich auch der Virgil, der scheinbar seinen Glauben sehr treu ist und da auch keinen Zweifel akzeptiert. Hallo Virgil, grüß dich. Brother Virgil. What do you want? Ja, Streit. Can you explain to me what caused such a quarrel? The reason for it is very simple. It is Eugenia's folly. This woman should never have been the supervisor of our team. The discoveries made in Eden were sufficient, but no. She didn't want to stop the research. She organized this expedition in a hurry, without taking elementary precautions, and now she's accepting as facts the delirious writings we discovered on these tablets, without doubting them for even 1 second. What do you mean? We found some new tablets, allegedly written by Saint Matthias. But their content is so absurd that they were obviously forged. I am certain that the natives must have found these stones before us and modified their content. How would they have done that? The natives cannot write. They must have been helped by an unscrupulous settler. How would I know? Also er hat uns eigentlich genau das gleiche erzählt, dass ihnen hätte es die in dicken Folge gereicht und hier weiter zu suchen, ist totaler Quatsch. Und das war gar nicht vorsichtig genug. Und jetzt haben wir diese Tafeln gefunden und wir haben richtig festgestellt, dass die Eingeborenen gar nicht schreiben können, was es ein bisschen schwierig macht, irgendwelche Tafeln zu fälschen. Aber er ist trotzdem der Meinung, das sind Fälschungen. Okay, die Mitglieder, die weg sind? Brother Fidelis told me that some of your colleagues went missing. Do you know anything about this? They did not go missing. They were killed. It was the wild beasts, the diseases, and let's not forget the savages. We can feel their presence, roaming around the camp at night. I am certain that they are responsible for the death of our colleagues. That's strange. There aren't many villages around here. There aren't any. There are a few hermits, but they are not fighters. And they have better things to do than roam around their camp at night. We have been in this region before, and the only native we met was a little insane but would have been incapable of killing several priests. Those savages may very well have been following us since our departure. We will not be safe on this island until it is entirely converted. I see. So, you haven't tried to find your colleagues? So we can die as well? I am not as crazy as Sister Eugenia. I cannot take sides in your quarrel for now. And, in any case, it is not what matters the most. Even if you think they are dead, we have to try finding your colleagues. Well, if you are prepared to take such a risk, I can only commend you for your bravery and wish you luck. But I would not get my hopes up. You should start by searching the excavation site. To get there, take the path south of here. But be careful. The creatures that roam the area are ruthless. Ah ja, also er ist der Meinung, dass es niemand vermisst, sondern die sind alle tot. Von irgendwelchen Wildtieren und Bestien. Und natürlich die Wilden umstreifen das ganze Gebiet. Und wir haben schon festgestellt, dass es hier eigentlich nicht besonders viele Dörfer in der Nähe gibt. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass hier irgendwelche Eingeborenen rumrennen. Und Seora hat uns hinzugefügt, der gibt hier keine einzigen Eingeborenen. Und selbst die paar Einsiedler, die es hier gibt, die haben wesentlich Besseres zu tun, als nachts sich um deine komischen Dörfer rumzukraxeln. Ja, und deshalb wollte er nicht glauben, weil er meinte, wir werden schon die ganze Zeit verfolgt. Also, er greift ganz schön nach Strohhalmen, ne? So, wir haben übrigens eine Ausgrabungsstätte entdeckt. Das war zwar nicht meine Absicht. Aber, hey, ein Lager. 2 von 3. Aber hey. Ausgrabungsstätte. So, und jetzt suchen wir nach den verschwundenen Leuten. Ich nehme an, wir werden vor allem den gleichen finden. Aber man weiß ja nie. Hier ist auf jeden Fall ein schönes Loch. Okay, das ist da eindeutig eine Leiche. Mit einem ziemlich großen Skelett. Na gut, das ist, ich meine, wie viele Mitglieder hat diese Expedition überhaupt gehabt? Ich meine, das Camp ist nicht besonders groß, ne?
Und wir finden... This man's skull is sunken, but he doesn't look like he was in a fight. Could he have fallen? No. Look, it may be what someone wanted it to look like, but his wound was inflicted with a weapon. He was struck in the back of the head, from behind, with a mace made of metal, not stone. Ah, interessant, der wurde mit einer Metalldingsbums erschlagen. So, das Ding ist, ich glaube, ich habe Wissenschaft 0, ne? Das heißt, wenn ich meine Kutte anziehe, wird dadurch meine Wissenschaftsfähigkeit nicht besser. Habe ich Wissenschafts 1 durch Zufall? Ne, leider nicht. Na gut, dann wird das hier nichts. Dann bräuchte ich Afra und so schnell kann ich mein Team... Doch, warte mal, ich kann mein Team so schnell wechseln. Da vorne ist doch gleich ein Dingsbums. Dann holen wir mal kurz Afra ran. Und holen uns mal Wissenschaft 2. Obwohl wir wahrscheinlich auch nichts Neues erfahren, wenn das ist, was Zeora gerade gemeint hat. Weil Zeora hat gerade festgestellt, dass dem Typen der Schädel eingeschlagen wurde. Und dass das nur jemand so aussehen lassen würde, als wäre er gestürzt. Und in Wirklichkeit war das eigentlich... Das ist immer gut, die beiden mitzunehmen, da macht man sich richtig beliebt. War das aber eigentlich, war es eine Metallwaffe, nicht aus Stein. Also scheiden Eingeborene schon mal aus. Was ja irgendwie jetzt nicht ganz überraschend ist. Sollte es am Ende Olle Virgil selber sein, der hier versucht, Stück für Stück seine Leute loszuwerden, weil er das hier für große Blasphemie hält. Oder hier ist sie sogar? Wer weiß das schon? So, jetzt müssen wir genug Wissenschaft haben, oder? This man's death was no accident, nor was it linked to any predator attack. It was caused by a violent strike to the back of the skull with a mace. And it didn't take place here. The marks surrounding the body show that it was moved, most likely to make it seem like he fell to his death. Ah ja. Okay, also wir haben nochmal genau das festgestellt. Obwohl, wir haben sogar noch mehr Informationen als vorher rausgekriegt. Weil wir haben jetzt nämlich erfahren, dass er, nachdem er tot war, nochmal bewegt wurde. Wahrscheinlich, um es halt aussehen zu lassen wie ein Unfall. Ist es nicht toll, so hohe Wissenschaftsskills zu haben? Ich weiß. Großartig. So, weitere Hinweise nicht noch? Ah ja, davon sind auch noch welche. So, wahrscheinlich muss ich gleich meine Charaktere nochmal rumwechseln. Oh, guck mal, wilde Bestien. Na gut, also die wilden Bestien hier halten, glaube ich, niemanden ernsthaft auf, würde ich mal behaupten. Das zumindest mich nicht. Aber richtig viele Ausgrabungsstätte hier, ne? Und nochmal Viecher. Mein Mann ist noch gar nicht regeneriert. Ja, wilde Bestien ist auf jeden Fall dort das Ding. Ja, aber das ist vor allem, das sind aber auch nicht andere Viecher als woanders, Freunde. Also, ich weiß nicht, was denn ihr Problem ist. Was ist mit denen hier los? Ach, guck mal, auch Wissenschaft 2. This poor soul was almost entirely devoured. He must have been killed by swamp animals. Indeed, he was devoured. But he was already dead. There is a mark here, on the bones, that could only have resulted from the strike of a cutting weapon. You're right. He was stabbed before being fed to the animals. But anyone could have used such a blade. Ah, das ist ja auch geil. Also jetzt reden beide miteinander und bestätigen sich gegenseitig noch ihre Theorien. Also, er wurde zwar von Tieren angefressen, aber er war bereits tot, als das passiert war. Auf diesen Knochen hier sieht man, dass er auf jeden Fall geschlagen wurde. Und hier gibt es nochmal schöne Spuren von einem Messer. Aber jeder könnte so ein Messer führen. Jetzt mal Wissenschaft. Was? Du wirklich genug Fähigkeitslevel? Achso. Upsi. Warum habe ich überhaupt eine Rüstung angezogen? Das kann ich genauso gut. So, hier. Mit der guten Speertunika weiß man mehr. The body of this man was devoured by beasts, but it happened after he had died. One of the wounds is clearly a knife wound. But alas, it's impossible to know who was wielding it. Okay, also die anderen, das ist genau das gleiche, was die uns auch sagen. Also, kluge Begleiter dabei zu haben, ersetzt quasi alles andere. Aber das sieht ja aus, als wäre es ein verlorenes Dorf, ne? Was hier ist. Die auf die Gegend einfach ein bisschen zu lebensfeindlich geworden ist über die Zeit. Und deswegen hier keiner mehr rumhängt. Ja, ist natürlich aber sehr interessant, dass jetzt bis jetzt alle Leichen, die wir gefunden haben, eher so aussehen, als hätte die jemand hier drapiert. Tja. Na gut, dann gucken wir uns das doch mal an hier. These fang marks are impressive. The poor man didn't have a chance. He must have been attacked by a large reptile. Most likely a Lowolan. Hold on. Do you see these iridescent marks on his skin?
They look like the marks that the priest's spells leave on their victims. I've seen them many times before. But what was he doing alone so far from camp? It seems obvious now that these disappearances were orchestrated. The deaths of these people were a deception. Only the Renaigse are deceitful enough to do such a thing. They kill each other and accuse my people. This virgin, he wants to push aside this woman at all cost. He must be the culprit. Indeed. I think that we should go find this brother and ask for an explanation. Ah ja, also hinterlässt anscheinend die Magie, der Priester hinterlässt anscheinend Wunden, die irgendwie so schillernd sind und das haben wir hier dann auch gefunden. Interessant. Wir können nicht mal das Wissenschaftsding machen, weil das ist schon direkt geklärt, weil Afra und Seora das sofort wussten, beziehungsweise in diesem Fall war es wahrscheinlich Afra. Aber ich hätte mal vermutet, dass jeder meiner Begleiter das gesehen hätte. Also, dass zum Beispiel Vasco das auch erkannt hätte. Achso, jetzt müssen wir einmal rumrennen. Ja, mal sehen, ob überhaupt noch wer lebt oder ob Virgil mittlerweile den Aufstand geprobt hat. Weil der wollte ja unbedingt die Leute davon überzeugen, dass es hier ja eine große Bedrohung gibt, die gar nicht existiert hat. Oh, okay, wieder zurück. Das war die Hand, die ich hier rausgesprungen bin. Bin ich die? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade lang gerenne. Oh, auf jeden Fall in einem Gebiet, wo es noch eine Natur gibt. So. Wo bin ich hier? Ich wollte nur zurück zu... ja, ich habe das Lager gefunden. Das ist nicht cool. Lebt noch wer? Oh, tatsächlich, lebt noch. Kann ich nicht erstmal davon erzählen? Schwester Eugenia? Your Excellency, you're back. Welche Neuigkeiten bringe? Naja, deine Leute sind nicht wirklich... Also deine Leute sind schon tot, aber die wurden nicht wirklich von irgendwelchen Eingeborenen töten, sondern da hat jemand... Fand ich erstaunlich viel Aufwand für hat er sich da gemacht, ne? Irgendwelche Löcher und Zeug. So, grüß dich mal, Virgil. Brother Virgil. Your Excellency. Weren't you supposed to be looking for our colleagues? Indeed. Ja, sollte ich nicht nach unseren guten Brüdern suchen? Ja, ich habe die gefunden. I regret to say that they are indeed all dead. I knew it. What a waste. Eugenia and her recklessness are to blame for this. I'm afraid someone else is responsible for this. These deaths are not accidental, and yet they were disguised as such. The savages. Their thirst for blood is unquenchable. I knew we should never have come without an escort. Watch your tongue, priest. Our people have no need to hide when they protect their land. Only the Renaigse are deceitful enough to disguise a death. Who else could it be? Someone who desperately wanted this expedition to fail. Does that remind you of anyone? Fine. You unmasked me. But know that my cause is righteous. The Ordo Luminis sent me to keep an eye on this expedition, to ensure that the discoveries we made would not jeopardize our nation or our presence on this island. But the inscriptions on the tablets are a heresy, a dangerous manipulation. Can you imagine what would happen if it was said that our founder listened to the teachings of the natives? But even then, foolish Eugenia accepted these discoveries as truth, without any hesitation, without realizing that our entire nation could suffer because of it. So yes, I wanted to scare her. I understand that you might want to protect your nation, but to go as far as assassinating several of your colleagues? Come now. What would you do if someone were threatening the congregation? You cannot make me believe that you would not be willing to kill. You may have already done so. But since you want to avoid using violence, help me convince Eugenia to go back to Eden. My colleagues and I know how to sort through these discoveries. And you will be rewarded, of course. This Renaigse tried to blame my people for these crimes. The priests would have wanted to punish them, and innocent people would have died. He must answer for his treachery. Ah ja, also... Hallo? Um es kurz zusammenzufassen, also er wurde natürlich von der Order Luminus geschickt, um hier zu verhindern, dass hier nicht die falschen Sachen ans Licht kommen. So wie hatten wir uns ja schon gedacht. Also jetzt hier keine, im Westen nichts Neues mal wieder. Oder zumindest an der Westfront nicht. Und an der Ostfront wahrscheinlich auch nicht. Ja, und das hat er jetzt versucht, sie davon abzuhalten, weil Eugenia akzeptiert das hier einfach und die ganze Nation bricht hier am Ende zusammen, wenn am Ende rauskommt, dass der gute heilige San Matthäus auf die Eingeborenen gehört hat. Das geht ja gar nicht.
Und dessen wurde hierher geschickt, um das zu verhindern. Und so ein paar Tote, das ist ja überhaupt kein Problem, weil was hätte ich denn getan, wenn hier die Kongregation in Gefahr gewesen wäre? Das ist ja gar kein Problem. So ein paar Morde unter Freunden, was ist das schon? Die sagen das Exekution. Nein, ich offenbare alles, was passiert ist. Ich lasse den ja richtig schön, lege ich den hier rein. Was heißt reinlegen? Ich bin einfach ehrlich. Alles offenbaren. It seems to me that all members of this expedition are concerned. They should decide on what to do. Achso, sie auch meinte noch, er wollte die Eingeborenen dafür blamieren. Dass er das alles auf Dings, das fand sie auch nicht so cool, weil die wären dafür nämlich abgeschlachtet worden für ein Verbrechen, das er begangen hat. Dafür gibt es ja Massengräber, für einen kleinen Mord unter Freunden. Achso, jetzt stelle ich mich hin und mache eine Rede. Everybody listen. Alas, I must inform you that I have found the dead bodies of your missing colleagues. How awful. What happened to them? Someone wanted us to believe that they were killed by some swamp animals, but it was all staged. Your colleagues were murdered, and their bodies abandoned to the creatures. What? But why do such a thing? And who murdered them? Brother Virgil confessed to his crimes in front of me. Monster! You will pay for these crimes. These people you killed were our brothers, our friends. You stupid goose. You really believe that I will let you pass judgment on me? You shouldn't have been so quick to accept these lies that could destroy our nation. And want to reveal them for all to hear. You are solely responsible for these deaths. How dare you present yourself as the protector of our nation? Murderer! Macht hier wer mit? Ach, sie machen alle mit. Also ja, also das, wenn die können auch zaubern, ne? Beschütze Schwester Eugenie und ihre Kollegen? Ich glaube, es ist einfach niemand von denen gestorben, ne? Naja, auf jeden Fall hat er sich als Beschützer der Nation hingebracht und Eugenie hat im Besten, hat das total gut rübergebracht, um zu uns zu erzählen, dass die haben sogar Inklusionsklamotten bei, dass es überhaupt nicht geht und dass es ein Mord ist und dass es ihre Brüder und Schwester waren, dass es nicht akzeptabel ist. Da oben lebt sogar noch jemand. So, hallo Schwester Eugenia, grüß dich. I'm sorry, sister. Brother Virgil fled during the battle. What? The coward. And naturally, his accomplices fled along with him. What? What a waste. So many people died. Perhaps I shouldn't have revealed his crimes in front of everyone. But I thought it was the best way of ensuring he would be judged. Considering how high tensions have been these last few days, a fight was inevitable, alas. But you did what you thought was fair. Here, take this. As a token of gratitude for shedding light on these dismal events. Alas, we will have to go back to Eden as well. There are too few of us to continue the research. Were you hoping to discover more? Of course. This place was but a single step in St. Matthias's journey. The last tablets speak of a journey northbound, further up in the swamp. But even if Virgil is no longer a threat, we are not sufficiently well equipped to go there. We could go there for you if you wish. You just have to tell us where to look. That would be marvelous. Of course, you would have to start from the excavation site where he wrote this. I think I noticed a path going north when I was there, actually. Look for any traces of life. Perhaps you will be lucky enough to find more of his writings. That would be fantastic. Don't worry. I will conduct this research and come find you here if I uncover anything. Ah ja. Also, das war anscheinend nicht die beste Idee, das vor versammelter Mannschaft zu sagen, weil Olle Virgil ist irgendwie weggekommen. Ich frage mich zwar wie, weil hier liegen ja nicht genug Leichen, dass es reicht. Also ich weiß nicht genau, wie er jetzt weggekommen ist. Ich weiß nicht, wer er hier ist. Aber anscheinend macht er einfach nicht mit. Und ja, das war anscheinend, ich hätte ihn einfach vertreiben sollen. Ich weiß es nicht, hätte ich jetzt sein Gold nehmen sollen, ihn denn verraten? Ach, ich weiß es nicht. Naja, und auf jeden Fall war aber der Schreiten vermeidet. Ich habe trotzdem Tele-Minuspunkte gekriegt. Und sie meint jetzt aber, sie sind jetzt leider ein bisschen wenig Leute, um das hier noch, um die Expedition weiterzuführen. Aber ich könnte das doch mal tun und mir das vielleicht nochmal angucken. Sie glaubt, dass sie bereits den Weg gesehen hat, wo es weitergeht. Nur, man müsste halt mit der Ausgrabungsstätte anfangen. Also ungefähr genau da, wo ich gerade war. Es sei denn, ich kann hier irgendwie hoch. Nee, okay, gut, ich bin zwar anscheinend da zurück. Na gut, dann verfolgen wir mal diesen Weg und dann sehen wir danach weiter, was wir noch so Schönes von den Spuren des heiligen San Matthäus finden. Das wird bestimmt spannend.